Now, it's fair to say we don't cover every regional election in Germany, but there is good reason to cover the ones which were held on Sunday. The results came through today, and Angela Merkel has taken a big political hit in her home state. That's called Mecklenburg-West Pomerania. You can see it marked up there in the north on the map. And Mrs. Merkel's Christian Democratic Party came third. That would be a story in itself. But in second was the far-right AfD party. AfD stands for Alternative for Germany, and it is vehemently opposed to Angela Merkel's policy of admitting over 1 million refugees into Germany. Well, the Chancellor was at the G20 summit in China, but she was asked to give her response. I believe that the decisions we have made in recent months are the correct ones, but we have a lot to do to win back public trust. The topic of integration will play a big role, and the question of how to return refugees who are not entitled to stay. On the one hand, we have to fulfill our humanitarian responsibilities, including managing integration. On the other hand, we have to make clear that those people who are not entitled to stay here have to leave the country. Well, the far-right AfD picked up 21% of the votes overall in the region. We're going to focus on one city, Rostock. Paul Adams has been speaking to members of the AfD. The right wing has been making spectacular gains here in Germany in the last couple of years. I've come to meet members of the AfD, Alternative für Deutschland. They're leading this right-wing charge, and some people say they're a bunch of racists. I want to try and find out. Wo wir uns denken, dass die Mehrheit der Menschen hier nicht akzeptiert. Das ist eben der Ruf des Mäzen, das sind Minarette und das ist eben auch die Burka letztlich. The AfD, or Alternative for Germany, has only existed for 3 years, but in that time it's attracted lots of support for its anti-migrant, anti-establishment, Eurosceptic views. It plays on real fears about refugees and staunchly defends the notion of Germany as a Christian state. Rostock has become one of its strongholds. The problem is that's not our culture, and es ist sehr viel schwieriger, Menschen aus dem Islam, aus einer anderen Kultur zu integrieren, als zum Beispiel Menschen aus Osteuropa oder aus anderen Ländern, die unsere Werte vertreten. Das betrifft natürlich nicht alle, aber es ist einfach eine andere Kultur, die hier fremd ist und die vor allen Dingen auch fremd bleiben will. Nicht jeder will sich wirklich integrieren und das ist das Problem. So if an area with a significant Muslim population said it was disturbed by the sound of the bells and coming from church on a Sunday, would they have a point? Diese Kirchenglocken, diese Religion, die haben wir hier über viele Jahrhunderte. Das muss man wissen, wenn man hier einwandert, dass man diese Religion entsprechend akzeptieren muss. Das weiß ich vorher. Denn ich baue mir auch nicht ein Haus an die Autobahn und sage dann, mach die Autobahn weg. Das lieber auch irgendwo, dass man da nicht immer hin. Grandmother is the local candidate. She's hoping for a big win, and she's been having a busy morning. Klar. Ich werde nicht unhöflich und unfair. Nein, das mache ich nicht. Gut, aber okay. Ich kann ja die ganze Nacht nicht schlafen. Weil mich diese Doofheit der anderen Politiker derartig aufregt, dass es nicht zum Aushalten. Also den müssen wir nur noch kämpfen und wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Gut, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja. Maximale Erfolge. Hello, madam. Yeah. From BBC News in England. I'd like to talk to you about your conversation. Niemandem auf der Straße begegnen, den ich nicht in die Augen sehe, dem ich nicht in die Augen sehen kann. Ich möchte gerne sehen, wer vor mir steht. Ich weiß ja nicht, ist das jetzt ein Mann oder ist das jetzt eine Frau? Hat der vielleicht noch einen Gürtel um? Ja, kann ich nicht erkennen. Ja, und ich renne in mein Unglück rein. Some people say that this party and the people who support it, like you, are racist. What do you feel when you hear people saying that? Also, da bin ich total entsetzt. You didn't frankly have the balls to put country before party.